So, damit wir im Grunde genommen auf relativ engen Raum auch mit Patienten arbeiten können, ist es wichtig, dass in die Praxis nach Möglichkeit nur Patienten kommen, die definitiv nicht infiziert sind. Das regeln wir draußen. Und dass innerhalb der Praxis eben alle einen Mundschutz tragen. Damit erreichen wir, dass wir unser Gegenüber schützen, also ich als Arzt den Patienten und der Patient mit seiner Maske mich. Unabhängig davon habe ich jetzt noch etwas Neues dazu gefunden. Es gibt also diese Acrylplatten, damit kann man sozusagen, wenn jemand hier liegt, die soziale Kommunikation zwischen diesen beiden Leuten aufrechterhalten. Die können sich auch unterhalten und sie können sich sehen und trotzdem haben wir quasi noch einen kompletten Spuckschutz dazwischen und damit erreichen wir eben auch nochmal ein zusätzliches Stück Sicherheit. Wenn ich mir also jetzt für eine andere Variante, nämlich die Untersuchung des Patienten, wo ich nicht so richtig drankomme und das System herhole, habe ich die Chance, hier in die Tiefe zu greifen, dort in die Tiefe zu greifen. Darüber wird sozusagen der Fluss gestoppt, gleichzeitig das Ding Stabilität. Und ich kann auch sagen, machen Sie bitte mal einen Abstrich. Und Sie sehen, ich habe keinen Kontakt zu dem Patienten. Ich kann alles sehen, ich weiß genau, wo ich bin. Und ich muss mich nicht vermummen in dem großen Umfang, wie ich momentan kein Material bekommen kann. Und der Patient kann mir seine Flecken oder was auch immer er hat zeigen, ohne dass es eine Infektgefahr gibt. Von beiden Seiten her. Wenn ich also an dieser Stelle bin und hier einen Spuckschutz habe, kann man sich auch sehr nahe kommen. Man hat zusätzlich diesen Schutz. Es kann nichts passieren. Ich kann irgendwelche Sachen hier in der Mitte durchschieben, kann sagen, bitte unterschreiben Sie, kann es zurücknehmen. Es gibt überhaupt keine Berührung. Und by the way, in Korea wird in Kantinen es so gehandhabt, dass man sich so gegenübersetzt, dass man gemeinsam isst, dass man sich gemeinsam unterhalten kann und hiermit könnte man im Grunde genommen wieder die 1,50 Meter Abstände der Gastronomie einführen und könnte sozusagen den Verdienststopp, den wir ja in der Gastronomie haben und wo wir langsam asozial werden, weil wir uns nicht mehr treffen können, lockern. Aus der Sicht des Patienten kann ich natürlich hier auch irgendwelche Dinge schreiben oder zeigen oder auch durchschieben. Hier muss natürlich auch desinfiziert werden zwischen den Patientenkontakten, damit sich auch hier nichts überträgt. Und selbstverständlich bekommt der Patient, bevor er irgendetwas in der Praxis anfasst, zunächst sein Desinfektionsmittel in die Hand und desinfiziert sich auch. Sodass also das Verteilen von Krankheitserregern deutlich eingeschränkt wird und selbstverständlich gehört dazu Finger aus dem Gesicht und die Maske drüber, damit in diesem Fall nicht wirklich was passiert. Und das will ich Ihnen noch mal ganz kurz zeigen. So sehen Sie natürlich als Patient dann aus und haben eigentlich keine Chance, sich zu infizieren. Diese Systeme sind mittlerweile in nahezu allen Praxen vorhanden. Es ist überall innerhalb von 2-3 Tagen bestellbar. Es gibt ganz viele Bestellformulare, die den Praxen zugehen. Und Sie müssen nicht aus Angst vor Ansteckung den Arzt meiden, sondern alle Dinge, die wirklich wichtig sind zu machen, sollten auch gelöst werden, denn die Terminenge, die sich ja grundsätzlich ergibt, die wird auch nach der Krise nicht besser werden. Also nutzen Sie die Zeiten, um das, was zu tun ist, zu tun. Alles ein bisschen wissenschaftlicher sehen und weniger angstbesetzt. In einer klassischen Situation, wo wir nicht wissen, ob jemand irgendeine Erkrankung hat, wir aber im Grunde genommen nur eine Blutabnahme oder einen Abstrich machen wollen, machen wir das normalerweise draußen. Dann gibt es überhaupt keine Gefahr, sich in irgendeiner Form anzustecken. Für den Fall, dass es natürlich regnet, kalt ist und es überhaupt nicht passt, kann man hier reinkommen und der Patient sitzt dort quasi, ist also durch diese Scheibe von mir getrennt, kann seinen Arm hier rumlegen, sodass ich also hier an den Arm ran kann. Ich bin natürlich geschützt, habe dann eine Brille auf oder das vorhin schon gezeigte Visier und kann hier Blut abnehmen und wir sind trotzdem durch die Scheibe getrennt. Durch Desinfektion, durch Abwischen, durch auch Papier drüber liegen ist es überhaupt kein Thema, hier auch für die nächsten Patienten sehr schnell wieder eine ganz vernünftige Hygiene hinzubekommen. Sollte es einmal so sein, dass wir tatsächlich, weil es jemandem ganz schlecht geht, hier eine Therapie zukommen lassen wollen, dann können wir das sogar auch in diesem, sagen wir mal, Infektmobil tun. Und in diesem Infektmobil hätten wir die Möglichkeit hier über letztendlich die Möglichkeit, das ist mit Folie bedeckt und kann also sich nicht infizieren. Diese Dinge sind austauschbar, dort kommt auch Papier drüber, kann man theoretisch sogar jemanden ganz anonym
hinter einer Wand verschwinden lassen und während wir hier sitzen und sozusagen keinen direkten Kontakt zueinander haben, aber dennoch eine Überwachung machen, auch eine Trennung hinbekommen, um das Infektrisiko niedrig zu halten und bei jemandem, wo wir noch nicht das Ergebnis kennen, zumindest schon mal eine Therapie anzubieten.